Hallo ihr Lieben, das letzte Mal im Video sind wir so weit gekommen, dass die Seiten des Rohlings einheitlich gestaltet wurden. Ich kann auch mal gleich nachmessen, wie viel das insgesamt ist. Ihr habt wahrscheinlich wahrgenommen, ich habe diesmal nicht mit einer Schlagschnur der Länge nach angezeichnet. Wenn wir uns den Bogen jetzt nochmal genau angucken, den Rohling, wir sagen nochmal Rohling dazu. Ich halte ihn euch hinten in die Kamera so rein. Wahrscheinlich ist es ein bisschen unscharf, ist aber nicht schlimm. So ist er jetzt gerade und bei mir hier hinten kommt er schon deutlich verdreht an. Ja, jetzt ist er bei mir hier hinten gerade, dann seht ihr, dass er bei euch verdreht ist. Zusätzlich dazu, man kann ja übers Auge peilen, liegt der Griff allerdings halbwegs da, wo er liegen soll. Deswegen gehe ich zurzeit noch davon aus, dass ich jetzt keine seitliche Korrektur vornehmen muss, also nicht in irgendeiner Form dämpfen oder mit Heißluftpistole hier tätig werden muss, um dann das Holz dementsprechend kurz warm und flexibel zu machen, zu biegen und dann in dieser Biegung zu lassen, um dann eben eine Korrektur auf diesem Bogen hier zu bewirken. Aktuell sage ich mal, brauche ich nicht unbedingt. Warum habe ich jetzt keine Schlagschnur genommen? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sich das so anschaut und so einen verdrehten Bogen hier hat, die Schlagschnur gewinnbringend einzusetzen. Der Weg, den ich bei diesem Bogen hier gehe, ist, das Ganze nach Gefühl und Augenmaß zu machen. Also weniger technisch und akkurat, als ich das in einem Bogenbaututorial mit dieser Schlagschnur mache, sondern eher aus dem Bauchgefühl heraus. Ja, wie geht es jetzt weiter? Erstmal das aktuelle Verhältnis von Kern und Splint, ich zeige es euch gleich nochmal in einer Großaufnahme, ist ungefähr 50-50. Da kann ich davon ausgehen, dass natürlich in der Dicke des Bogens noch reduziert wird. Das heißt, ich werde da auf jeden Fall noch Kernholz verlieren. Habe mich ja dagegen entschieden, vom Bogenrücken jetzt hier Jahresringe wegzunehmen. Auch wenn ich mir hier mal die Jahresringe anschaue, ist das wahrscheinlich technisch möglich. Allerdings ist das auch immer so eine Sache, habe ich darauf Lust, habe ich darauf keine Lust? Und ehrlich gesagt, nein, ich habe gerade darauf keine Lust, auf dem Bogenrücken Jahresringe abzutragen. Von daher lasse ich das sein. Ja, nächster Schritt. Ich werde, auch ohne das groß anzuzeichnen, jetzt die Wurfarme in der Breite zu den Tipps hin verjüngen. Und ich halte mich da daran, dass ich die Mitte der aktuellen Enden dieses Rohlings anvisiere und auf diese Enden zuarbeite. Ja, und das ist, denke ich mal, der Inhalt dieses Videos hier. Und dann schauen wir uns danach nochmal an, wie das Ganze aussieht. Gut, los geht's. Wichtig ist natürlich, dass man sich schon angezeichnet hat, wo jetzt der Griff anfängt, wo der Griff aufhört, damit man so eine ungefähre Ahnung davon hat, wo man sich jetzt hier bei den verschiedenen Bereichen befindet. Ich spanne jetzt einfach den Bogen so ein, dass der bündig hier den Griff beendet mit dieser Spannbacke hier und dieser Bereich jetzt der Wurfarm ist. In dem Fall meine ich, so von der Länge her genau, es ist der untere Wurfarm, denn im oberen Wurfarm habe ich das Astloch. Das auch nicht ohne Grund. Der untere Wurfarm, wenn er kürzer sein soll, muss natürlich in irgendeiner Form reineres Holz haben. Heißt ganz konkret, der untere Wurfarm, wenn er denn kürzer ist, weil der Griff asymmetrisch da positioniert wurde, muss sich später gegebenenfalls mehr biegen, also auch mehr aushalten, und da sind natürlich Äste kontraproduktiv. Deswegen bei so einer Entscheidung, der Bogen soll asymmetrisch gestaltet werden, also der Griff ein bisschen versetzt, sodass der Pfeil möglichst in der geometrischen Mitte des Bogens über den Handrücken geht. Dann als Tipp, legt die Seite als untere Wurfarmseite fest, von der ihr mehr erwartet, also die weniger Äste hat und die einfach besser auf Biegungen reagieren wird. Ja, das ist so meine Herangehensweise auf jeden Fall. Da ich gedenke, doch noch einiges an Holz zu entfernen, nehme ich auch als allererstes mal das Ziehmesser und nicht den Schweifhobel und arbeite mit dem Ziehmesser eben auch von oben auf den Bogen drauf guckend, allerdings halt eben seitlich.
Was dann hilfreich sein kann, ich arbeite jetzt doch sehr schräg. Das heißt, von oben habe ich dann, dadurch, dass ich natürlich schräg arbeite, ich überspitze das mal, ich mache das mal so, dadurch, dass ich so arbeite, nehme ich als erstes Holz am Bogenrücken weg, was für mich visuell wichtig ist, damit ich sehen kann, wie verläuft denn jetzt hier die Breitenreduzierung über den gesamten Wurfarm. Später gleiche ich das dann an und sage, jetzt stelle ich wieder diese intendierte Rechtwinkligkeit her. Aber jetzt fürs Erste arbeite ich doch recht schräg, damit ich weiß, okay, so sieht das dann aktuell von oben betrachtet aus. Zwischendurch arbeite ich dann natürlich auch immer noch gerne mit dem Schweifhobel, gerade wenn ich merke, okay, da sind ein paar ganz leichte Wellen jetzt drin. Dann kann man die sich, finde ich, mit einem Hobelwerkzeug viel besser gerade ziehen, als wenn man mit dem Ziehmesser arbeitet. Ich habe die Kamera jetzt gerade auch noch mal auf das Ende hier gerichtet. Da seht ihr, das ist natürlich richtig krass trapezförmig. Das soll es natürlich am Ende nicht bleiben. Es ist nur dafür da, damit ich jetzt hier am Bogenrücken erstmal eine Linie vorgearbeitet habe, die ich jetzt dann gleich noch mal wirklich ausarbeiten kann, sodass dann der Wurfarm wieder im rechteckigen Profil liegt. Das ist quasi nur für mich als optische Maßnahme, damit ich von oben drauf schauend sagen kann, okay, das gefällt mir. Da kann ich auch mit den Fingern dran entlang streichen und sagen so, yo, das ist soweit okay für mich. Ja, das passiert jetzt erstmal auf dem anderen Wurfarm auch, dass diese Trapezform angebracht wird. Und danach kümmere ich mich dann darum, dass der Wurfarm wirklich nochmal in der Breite nachbearbeitet wird und das Profil angeglichen wird. Ich sage es immer wieder, Finger, Hände, Gefühl, eines der wichtigsten Werkzeuge beim Bogenbauen. Kann man nämlich sehr schön erkennen. Dran entlangfahren, ist da eine Welle, ist da keine Welle, ist da ein Hubbel, soll da ein Hubbel sein, wenn da ein Astloch ist vielleicht. Ja. Nun gut, Bogen ist soweit jetzt auf der einen Seite an die intendierte Dicke angepasst. Und das muss ich jetzt natürlich nochmal wieder gerade bügeln, damit ich das Trapezförmige wieder herausarbeite. Und dazu spanne ich mir jetzt den Wurfarm wieder seitlich ein und werde als erstes auch mit dem Ziehmesser arbeiten, da man damit eben einfach schneller vorwärts kommt. Das ist natürlich sowieso immer cool, wenn man Eibenholz so seitlich bearbeitet, dann kriegt man diese wirklich total toll aussehende Trennlinie zwischen
zwischen dem Kern und dem Splintholz. Das ist ja schon was ziemlich Faszinierendes, was ich gerade an Eibe sehr schätze. Das kriegt man dann voll mit. Und wenn man dann merkt, dass so ein richtig schönes Ziehmesser auch schon eine sehr glatte Oberfläche ergibt, das ist immer ein tolles Gefühl. Sieht einfach klasse aus. Eigentlich ist es schade um jeden Span, den man abzieht, weil man weiß, es ist ja eigentlich auch ein Span richtig schönes Holz. Aber irgendwie, jetzt liegt er hier zerbröselt auf dem Boden rum. Das ist das große Schicksal von ganz viel Holz, was kein Bogen am Ende ist, aber trotzdem Teil des Bogenbauprozesses in irgendeiner Form war. Auf dieser Seite muss man sagen, ist das jetzt mit dem rechtwinklig zum Bogenrücken arbeiten ein bisschen schwieriger. Denn die Seite, die da hinten eingespannt ist, bewirkt natürlich, dass der Bogen jetzt ein wenig schräg hier rauskommt. An dieser Stelle wieder darauf achten, wenn der Bogenrücken jetzt derzeit so liegt, kann ich nicht einfach sagen, ich mache den so platt. Ich muss mit dem Ziehmesser logischerweise diesen Winkel ausgleichen und versuchen, diese 90 Grad zu treffen. Und das ist genau das, was ich hier immer versuche. Ich versuche immer den Bogenrücken zu streichen und das ganz haptisch zu begreifen, was hier am Bogen passiert, wenn ich da Holz abnehme. Ich weiß, viele würden jetzt wieder sagen, warum spannst du den jetzt so ein, dass der hier hinten so rumwackelt? Ganz einfach, damit ich das ordentlich filmen kann, muss ich das jetzt halt so einspannen. Geht gerade nicht anders. Normalerweise würde ich das Ding jetzt auch weiter in die Schraubzwinge hinten reinbringen und dann etwas entspannter arbeiten, aber einfach kann ja jeder. Deswegen mache ich das jetzt so. Aber es sieht ganz gut aus. Bin eigentlich ganz zufrieden damit. So. Okay. So, wie ihr seht, oder wie ihr hoffentlich seht, der Bogen ist nun auf jeden Fall, ich spreche mal von Bogen, eigentlich falsch, der Rohling ist jetzt auf jeden Fall nochmal schmaler geworden und das hauptsächlich so im letzten Drittel der beiden zukünftigen Wurfarme. Ja, was ich wahrnehmen kann weiterhin, die seitliche Biegung ist immer noch vorhanden, ja, und die damit einhergehende Torsion auch. Wie die sich später verhält, ich hoffe einfach, dass dieser Wurfarm sich so rumbiegt und dieser Wurfarm hier hinten bei mir sich so rum,
dass dann später der Griff auch weiter in der Mitte bleibt. Das kann ich allerdings auch erst rausfinden, wenn ich den Bogen vernünftig biege. Vielleicht komme ich zwischendurch immer noch zu dem Schluss. Ist dann auch eher Bauchgefühl, ob ich da jetzt nochmal dämpfe oder mit Hitze dran gehe. Mit trockener Hitze aus der Heißluftpistole. Ja, an dieser Stelle soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich freue mich wie immer über ein Abonnement oder ein Like. Und wenn ihr wollt, Fragen sind immer da, die gestellt werden können. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr merkt ja, ich bin in letzter Zeit einfach häufiger auf YouTube aktiv. Macht mir auch mega Spaß. Habe wirklich wirklich Interesse daran und Spaß daran, Bögen zu bauen und euch das zu zeigen. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier mit diesem Rohling weitergeht. Bis dahin einfach eine schöne Zeit. Macht's gut!